Am 28. Januar 2022, 2 Wochen vor dem Valentinstag, veröffentlichte ein 16-jähriges Mädchen namens Esmeralda Richies Martinez ein beunruhigendes Video in den sozialen Netzwerken. Darin wiegt sie sich zur Musik und versieht das Video mit dem Kommentar: „Anscheinend muss ich am 13. Februar sterben, um Blumen zum Valentinstag zu bekommen." Diese Aufzeichnung erwies sich als prophetisch. Am frühen Morgen des 13. Februar 2023 fanden ihre Eltern Esmeraldas leblosen Körper im Badezimmer. Das Mädchen starb infolge der Taten ihres Mathematik- und Sportlehrers. Obwohl er bereits verurteilt wurde, kennen die Eltern des Mädchens bis heute nicht das Motiv des Täters. Esmeralda Richies Martinez wurde am 23. August 2006 in der Gemeinde Igi in der Provinz Altagracia in der Dominikanischen Republik geboren. Esmeralda war die jüngste Tochter von Eligio Riches Castillo und Isabel Martinez Riches. Über Esmeraldas Kindheit ist nur wenig bekannt. Bekannt ist nur, dass sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Yurimar in einer liebevollen Familie in der Gemeinde Vista Alegre aufwuchs. Die Familie hatte ein eigenes Geschäft, einen kleinen Laden ähnlich einem Supermarkt, der nach ihrer ersten Tochter benannt war. Esmeralda verbrachte dort den größten Teil ihrer Zeit, bis sie an das landwirtschaftliche Polytechnische Institut Cruz de Leño kam. Esmeralda wollte eine höhere Ausbildung absolvieren und ihr Studium fortsetzen, träumte aber gleichzeitig davon, ihr Leben mit dem Model-Business zu verbinden. Den Fotos nach zu urteilen, die sie in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, hatte das Mädchen Talent. Sie posierte wie ein professionelles Model und hatte ein attraktives Aussehen. Daher hatte sie alle Chancen, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Neben Fotos veröffentlichte sie auch oft lustige Videos und Tanzvideos. Es war offensichtlich, dass sie ihre Profile in sozialen Netzwerken aktiv pflegte und vor der Kamera stand. Ihre Freundinnen beschrieben sie als fröhliches und gutmütiges Mädchen, das gerne anderen half, weshalb viele sie liebten. Trotz ihres jungen Alters war Esmeralda kein gewöhnlicher Teenager. Sie ging nicht gerne aus und besuchte keine Lokale. Stattdessen verbrachte sie lieber Zeit zu Hause und lud ihre Freundinnen zu sich ein, um dort mit ihnen Spaß zu haben. Das änderte sich jedoch in den letzten Wochen vor den tragischen Ereignissen. Die einstige Stubenhockerin Esmeralda begann plötzlich Zeit mit Freunden außerhalb des Hauses zu verbringen, und zwar viel häufiger als sonst. Dieses Verhalten kam der Mutter und der Schwester des Mädchens seltsam vor. Ihre Schwester Yurimar bat ihre Mutter sogar, Esmeralda gewisse Grenzen zu setzen. Aber Isabel entschied damals, dass dies normales Verhalten für einen Teenager sei, und unternahm nichts. Tatsächlich hätten sich die Angehörigen des Mädchens Sorgen machen müssen, aber nicht wegen ihrer Freundinnen, sondern wegen ihres Lehrers, dem 35-jährigen John Kelly Martinez. Der Mann begann nach Bestehen einer pädagogischen Prüfung als Lehrer zu arbeiten und trat im Juni 2022 eine Probezeit an dem Institut an dem Esmeralda bereits ihr letztes Bachelorstudium absolvierte. Anfangs unterrichtete John nur Mathematik in den Grundkursen. Später meldete er sich jedoch freiwillig als Sportlehrer und begann schließlich mit allen Gruppen des Instituts zu arbeiten, einschließlich derjenigen, in der Esmeralda studierte. Über John ist bekannt, dass er zu dieser Zeit mit einer 31-jährigen Frau namens Javeronis Espinal Rijo verheiratet war, mit der er 2 Töchter hatte. Johns Frau unterrichtete ebenfalls Sport, jedoch an einer anderen Bildungseinrichtung. Diejenigen, die John kannten, beschrieben ihn als verantwortungsbewussten und einfühlsamen Menschen, der mit den meisten Schülern gut auskam. Besonders gut war sein Verhältnis zu Esmeralda. Anfangs ging ihre Beziehung nicht über das Verhältnis zwischen Lehrer und Schülerin hinaus, aber nach und nach begann der Mann besonderes Interesse an ihr zu zeigen und gewann allmählich ihr Vertrauen. Irgendwann während der Pause setzte sich John zu Esmeralda und ihren Freundinnen und begann seltsame Fragen zu stellen. So interessierte er sich beispielsweise dafür, mit wem die Mädchen zusammenlebten, ob sie Freunde hatten und ob sie Beziehungen hatten. Möglicherweise konnten die Mädchen aufgrund ihres Alters nicht erkennen, dass der Lehrer sich einfach nur über sie lustig machte. Außerdem waren sie nicht die einzigen, die das seltsame Verhalten des Mannes nicht bemerkten. Weder die Universitätsleitung noch die Eltern der Studentinnen bemerkten etwas. Bald begann John, Esmeralda zu Treffen außerhalb der Bildungseinrichtung einzuladen, und um keinen Verdacht zu erregen, lud er sie in Begleitung anderer Studentinnen ein. Eines dieser Treffen fand am 12. Februar 2023 statt.
John hatte für diesen Abend einen Spaziergang am Strand mit Esmeralda, seinem 20-jährigen Neffen Rubiel Murillo Martinez und 3 Freundinnen des Mädchens geplant. Da Esmeraldas Eltern ihr jedoch nicht erlaubten, nachts auszugehen, wusste das Mädchen, dass ihre Mutter sie nicht gehen lassen würde und bat John, sie abzuholen, damit er ihr helfen könne, ihre Mutter zu überzeugen. Der Mann willigte ein und kam gegen 19:30 Uhr mit seinem schwarzen Honda vor Esmeraldas Haus an, in dem bereits sein Neffe und die 3 Freundinnen des Mädchens saßen. Die ganze Gruppe ging in Esmeraldas Haus, um ihre Mutter zu überreden, sie zu einer Pferdeausstellung in der Nähe gehen zu lassen. Zumindest war das, was sie ihr sagten. Die Frau zögerte zunächst, Esmeralda gehen zu lassen, da ihr Vater nicht zu Hause war, um gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Aber nach kurzem Überlegen kam die Mutter zu dem Schluss, dass ihrer Tochter nichts passieren würde, wenn sie in Begleitung ihres Lehrers und ihrer Kommilitoninnen wäre, und ließ sie daher gehen. Damals ahnte sie noch nicht, dass diese Nacht der Anfang vom Ende für ihr kleines Mädchen sein würde. Am Abend kam Esmeraldas Vater nach dem Kirchgang nach Hause und fragte Isabel, wo seine Tochter sei, als er bemerkte, dass sie nicht da war. Als die Frau ihm sagte, dass sie ihre Tochter zu einem Spaziergang mitgenommen habe, wurde Eligio wütend. Aber Isabel beruhigte ihn, dass Esmeralda mit ihrem Lehrer gegangen sei, der ihr ernsthaft und verantwortungsbewusst erschien. Die Zeit verging, es wurde 23 Uhr, und Esmeralda war immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Da rief ihr Vater sie an, und zu seiner Überraschung antwortete sie sofort. Sie sagte, sie komme vom Strand zurück und sei in 10 Minuten da. Eligio ging hinaus, um an der Tür auf seine Tochter zu warten, da sie keine Schlüssel hatte, und sie kam, wie versprochen, nach wenigen Minuten in Begleitung einer Freundin und John. John verabschiedete sich von den Mädchen und ging sofort weg. Esmeraldas Eltern bemerkten, dass das Mädchen etwas nervös war und blass aussah. Außerdem schien sie kaum noch die Kraft zum Gehen zu haben, so dass ihre Freundin sie begleitete, um sie in ihr Zimmer zu bringen und ihr beim Hinlegen zu helfen. Als Isabel den Zustand ihrer Tochter bemerkte, fragte sie, ob sie getrunken habe. Daraufhin antwortete Esmeralda, dass sie nur einen Schluck Alkohol getrunken habe. Das verärgerte Isabel. Sie erinnerte ihre Tochter daran, dass sie ihr versprochen hatte, nur in der Nachbarschaft spazieren zu gehen. Während die Mutter sehr verärgert war, begann Esmeraldas Vater, ihr Vorwürfe zu machen, dass sie so spät zurückgekommen sei. Esmeraldas Freundin wollte ursprünglich bei ihr übernachten, aber als sie sah, wie die Eltern des Mädchens sie zurechtwiesen, beschloss sie, nach Hause zu gehen. Mitten im Streit stand Esmeralda vom Bett auf, um ins Badezimmer zu gehen. Da bemerkte Isabel, dass sie das Laken mit Blut befleckt hatte. Auf die Frage, was das sei, antwortete Esmeralda, dass sie einfach ihre Periode bekommen habe. Isabel kam das seltsam vor. Sie wusste, dass ihre Tochter ihre Periode einige Tage zuvor bekommen hatte und diese bereits vorbei sein sollte, aber sie beschloss, sie nicht weiter zu befragen. Stattdessen gab Isabel Esmeralda ein Beruhigungsmittel und ging mit ihrem Mann schlafen. Am frühen Morgen des 13. Februar schickte Esmeralda ihrer Freundin eine Nachricht. Darin bat sie um Hilfe und teilte mit, dass sie stark blute, aber sie erhielt keine Antwort. Am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, stellte Isabel fest, dass ihre Tochter nicht aufgestanden war, um zur Schule zu gehen. Da klopfte sie an die Tür ihres Schlafzimmers. Die Mutter dachte, dass Esmeralda durch das Klopfen aufwachen würde, aber es kam keine Antwort. Da beschloss Isabel zusammen mit ihrem Mann, das Zimmer zu betreten, und dort erwartete sie ein schrecklicher Anblick. Das Zimmer war leer, und das ganze Bett war mit Blut überströmt. Erschrocken gingen sie ins Badezimmer und fanden Esmeralda dort, mit dem Gesicht nach unten in einer Lache ihres eigenen Blutes liegend. Eligio rief sofort aus, dass Esmeralda tot sei. Das Ehepaar brach sofort in Tränen aus, fand aber die Kraft, die Polizei zu rufen. Die Polizei traf am Tatort ein und gegen 8 Uhr morgens wurde Esmeraldas Leiche zur Untersuchung in das Nationale Institut für forensische Pathologie gebracht, um die Todesursache zu ermitteln. Esmeraldas Familie war schockiert über das Geschehene. Obwohl sie nicht wussten, was genau passiert war, waren sie sich sicher, dass ihr während ihres nächtlichen Spaziergangs etwas Schlimmes zugestoßen war. Um dies zu überprüfen, sahen sie ihr Handy durch. Darin fanden sie mehrere Nachrichten, die Esmeralda an ihre Freundin geschickt hatte. Darin schrieb sie, dass ihr ein fester Gegenstand in die Genitalien eingeführt worden sei, gefolgt von einer Sprachnachricht mit der Bitte um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Familie noch nicht, in welcher Beziehung Esmeralda zu John stand, aber sie machten ihn sofort zum Hauptverdächtigen.
Die Polizei nahm diese Aussage sofort zur Kenntnis und leitete eine Untersuchung ein, um den Vorfall aufzuklären. Die Eltern der 3 minderjährigen Mädchen, die Esmeralda in dieser Nacht begleitet hatten, übergaben der Polizei die Mobiltelefone ihrer Töchter, damit die Ermittler die für die Untersuchung relevanten Daten auslesen konnten. So fanden die Ermittler mehrere Nachrichten, in denen Esmeraldas Freundin, die sie in dieser Nacht nach Hause gefahren hatte, sagte, dass die Blutung durch 5 Tabletten ausgelöst worden sei, die John ihr gegeben hatte, damit Esmeralda eine Abtreibung vornehmen lassen konnte. Die Freundin drängte Esmeralda, ins Krankenhaus zu gehen, aber sie weigerte sich, und aus den Nachrichten ging hervor, dass sie auf dem Heimweg in Johns Auto mehrmals das Bewusstsein verloren hatte. Außerdem fanden sich auf den Handys der Mädchen auch Nachrichten von John, in denen er sich nach Esmeraldas Zustand erkundigte. Aufgrund dieser Informationen wurde John am Dienstagmorgen, dem 14. Februar, verhaftet und zur Polizeistation gebracht, da er der Hauptverdächtige im Todesfall des Mädchens war. Das Bildungsministerium suspendierte ihn für 90 Tage ohne Anspruch auf Gehalt, um die Ermittlungen zu unterstützen. Johns Neffe Rubiel wurde ebenfalls während der Durchsuchung von Johns Haus verhaftet. Der junge Mann hatte versucht, ein Hemd, eine Hose und ein Paar Schuhe zu verstecken, die John in dieser Nacht getragen hatte. Gleichzeitig leitete die Generalstaatsanwältin Mercedes Santa eine Untersuchung gegen die 3 Mädchen ein, die Esmeralda begleitet hatten. Da sie minderjährig waren, gaben sie ihre Aussagen in der Haftanstalt von Hessel ab. Diese Aussagen halfen den Ermittlern, die Ereignisse jener Nacht zu rekonstruieren. Die Mädchen erzählten, dass sie in dieser Nacht zunächst einfach mit dem Auto in der Gegend herumfuhren, aber irgendwann hielt John an und ging in einen Laden. Dort kaufte er mehrere Dosen Bier und unbekannte Tabletten. Als er zum Auto zurückkam, befahl er Esmeralda, vom Rücksitz auf den Vordersitz zu wechseln. Danach fuhren sie mehr als 60 Kilometer bis zum Strand von Macao an der Küste von Bavaro. Unterwegs füllte John das Bier in eine Thermoskanne, warf die Tabletten hinein und gab Esmeralda zu trinken. Die Mädchen gaben an, dass sie nicht wusste, dass sich in der Thermoskanne etwas anderes als Bier befand. Bei der Ankunft am Strand stiegen alle außer John und Esmeralda aus dem Auto. Nach einer halben Stunde rief John die Gruppe zusammen und sagte, es sei Zeit zurückzufahren. Aber die Rückfahrt wurde zu einem wahren Albtraum. Esmeralda bekam starke vaginale Blutungen. Das Mädchen bat darum, an einer Tankstelle anzuhalten, um auf die Toilette zu gehen. Als ihre Freundinnen sie dorthin begleiteten, bemerkten sie, dass ihre Kleidung mit Blut befleckt war. Alle versuchten Esmeralda zu helfen und mussten sogar den Boden der Toilette abwischen. So stark war die Blutung des Mädchens. Die Managerin der Tankstelle sah, was los war, und sagte, dass sie Esmeralda sofort ins Krankenhaus bringen müssten. Die Mädchen kehrten zum Auto zurück und erzählten John alles. Dieser wurde nervös und sagte ihnen, dass sie Probleme bekommen könnten, deshalb müssten sie Esmeralda nach Hause bringen. Eine von Esmeraldas Freundinnen erzählte, dass die Blutung so stark war, dass das Blut die gesamte Kleidung des Mädchens durchtränkt hatte und sie diese wegwerfen und neue kaufen mussten. Als sie nur noch 1 Kilometer von Esmeraldas Haus entfernt waren, mussten sie noch einmal anhalten, diesmal bei einer Freundin, um Esmeralda erneut umzuziehen. Im Zusammenhang mit diesen Aussagen erhielt die Staatsanwaltschaft die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Tankstelle, zu der die Mädchen nach eigenen Angaben in dieser Nacht gefahren waren. Darauf war zu sehen, dass das Auto tatsächlich dort angehalten hatte. Die Managerin bestätigte die Aussage und berichtete, dass John und sein Neffe Alkohol gekauft hätten, während Esmeralda auf die Toilette gegangen sei. Einige Tage später wurde hier eine Untersuchung durchgeführt, und die Gerichtsmediziner fanden tatsächlich Spuren von menschlichem Blut an der Stelle, auf die die Mädchen hingewiesen hatten. Ein weiterer Stopp erfolgte um 22:21 Uhr in einer Apotheke. Den Ermittlern gelang es auch, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras und den Kaufbeleg für Johns Einkauf zu beschaffen. Der Kaufbeleg zeigte, dass in der Apotheke Wasser, Medikamente und Einwegdamenbinden gekauft worden waren. Während die Ermittlungen noch andauerten, fand die Beerdigung von Esmeralda statt. Verwandte und Freunde von Esmeralda nahmen Abschied von ihr und beschrieben bei der Trauerfeier das treue und lebensfrohe Mädchen. Esmeraldas Schwester stand am Sarg und weinte untröstlich. Sie erzählte, dass der Tod ihrer Prinzessin ihre Familie schwer getroffen habe. Esmeralda wurde nach christlichem Brauch auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. Während der Beerdigung flehten die Mutter und der Vater des Mädchens Gott an, ihnen zu helfen, mit diesem Schmerz fertig zu werden.
Esmeraldas Eltern bedauerten auch, dass ihre Tochter ihnen nicht von dem Vorfall erzählt und keine Hilfe gesucht hatte. Sie waren überzeugt, dass das Mädchen dann noch am Leben wäre. Eine Tante von Esmeralda gab ein Interview, in dem sie erzählte, dass Gleichaltrige ihr von Johns unangemessenem Verhalten berichtet hätten, und Esmeraldas Schwester Yurimar bemerkte, dass sie wiederholt gefragt habe, was sie mit dem Lehrer verbinde. Aber jedes Mal antwortete Esmeralda, dass zwischen ihnen nichts sei. Der Vater des Mädchens erzählte, dass er John vor diesem tragischen Abend nie gesehen habe und betonte, dass er seine Tochter niemals zu diesem tödlichen Spaziergang mitgenommen hätte, wenn er damals zu Hause gewesen wäre. Das Verbrechen an Esmeralda sorgte nicht nur in der Dominikanischen Republik, sondern in ganz Lateinamerika für große Aufregung. In der Öffentlichkeit gab es viele Spekulationen über die Todesursache des Mädchens. Einige sagten, sie sei an einem Herzinfarkt gestorben, andere waren sich sicher, dass sie an Blutverlust gestorben sei, verursacht durch Abtreibungspillen, die John ihr nach dem Geschlechtsverkehr gegeben hatte. Alle Spekulationen wurden zerstreut, als die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung vorlagen. In dem Bericht hieß es, dass das Mädchen an einer Vaginalruptur gestorben sei, die zu starken und akuten Blutungen geführt habe, sowie an einem hämorrhagischen Schock, der durch sexuelle Gewalt verursacht worden sei. Der hämorrhagische Schock wirkte sich schließlich auf das Herz des Mädchens aus. Es konnte nicht mehr die erforderliche Menge Blut pumpen. Der Arzt, der die Autopsie durchführte, bestand auch auf einer toxikologischen Untersuchung, um auszuschließen, dass Esmeralda zum Zeitpunkt ihres Todes schwanger war. Die Angehörigen des Mädchens waren sich sicher, dass die Ergebnisse negativ ausfallen würden. Sie gingen davon aus, dass das, was in dieser Nacht zwischen Esmeralda und John passiert war, das erste und letzte Mal gewesen sei, dass sie sexuell miteinander verkehrten. Der Anwalt der Familie, Juan Francisco Guerrero, erklärte seinerseits, dass sie trotz der Testergebnisse eine gründlichere Untersuchung fordern würden, da die Familie des Mädchens eigene Tests durchgeführt habe und deren Ergebnisse von den vom staatlichen Gerichtsmediziner bekannt gegebenen Resultaten abweichen würden. Auf der Grundlage der bis dahin von der Polizei gesammelten Beweise beantragte die Staatsanwaltschaft am 20. Februar die vorläufige Inhaftierung von John wegen Mordes und Missbrauchs an Esmeralda. Die Staatsanwaltschaft bestand auch darauf, dass Johns Neffe Rubiel als Mittäter ebenfalls verhaftet werden sollte. Der offiziellen Hypothese zufolge hatte John Esmeralda in dieser Nacht mit illegalen Substanzen betäubt, um sie zu missbrauchen, dabei ihre Genitalien verletzt, was wenige Stunden später zu ihrem Tod führte. Rubiel wurde vorgeworfen, von dem Missbrauch gewusst und versucht zu haben, die Kleidung des Täters zu verstecken. Der Anwalt von John und seinem Neffen Modesto Costilla bestand jedoch darauf, dass die Staatsanwaltschaft nicht genügend Beweise habe, um beide Männer hinter Gittern zu halten, und beantragte daher ihre Freilassung. Die Verteidigung versuchte, die Verantwortung für Esmeraldas Tod ihren Eltern zuzuschreiben, da die Freundin, die sie in dieser Nacht begleitet hatte, ausgesagt hatte, dass diese sehr wütend gewesen seien. Nach Anhörung der bei der Anklageverlesung vorgelegten Fakten wurde John Kelly jedoch zu einer vorläufigen Haftstrafe von 12 Monaten verurteilt. Er musste seine Strafe im Strafvollzugs- und Rehabilitationszentrum Anumai in Ivy verbüßen. Rubiel wurde verpflichtet, regelmäßig zur Polizeistation zu erscheinen, und die Mädchen, die Esmeralda in dieser Nacht begleitet hatten, wurden erneut zur Anhörung vorgeladen, um den Grad ihrer Schuld und die anschließende Strafe zu bestimmen. Diese Entscheidung des Gerichts beruhigte Esmeraldas Familie. Der Anwalt warnte sie jedoch, dass möglicherweise eine Exhumierung des Mädchens erforderlich sein könnte, um erneute forensische Untersuchungen durchzuführen. Einige Tage später geriet der Fall erneut in die Schlagzeilen, als in den sozialen Netzwerken eine Audioaufnahme verbreitet wurde, die vermutlich von einer der Töchter von John aufgenommen worden war und in der das Mädchen ihren Vater verteidigte. Sie erklärte auch, dass Esmeralda nicht sexuell missbraucht worden sei, da sie selbst zu John ins Auto gestiegen sei. Johns Frau wurde ebenfalls in einen weiteren Skandal verwickelt, nachdem sie das Auto ihres Mannes unmittelbar nach seiner Verhaftung für 850.000 dominikanische Pesos, etwa $14.000, verkauft hatte. Am 28. März erhielt die Staatsanwaltschaft der Provinz Altagracia die Bestätigung, dass das Auto verkauft worden war, dass es mit einem Scheck bezahlt worden war und dass sie den Restbetrag an einem anderen Tag erhalten sollte. Den Behörden gelang es auch, eine Maverick-Schrotflinte vom Kaliber 12 zu beschlagnahmen, die John von einer Frau verkauft worden war.
Schließlich wurde Johns Frau wegen des Verdachts der Mittäterschaft und der Verschleierung von Beweisen verhaftet. Sie wurde jedoch nach einigen Stunden wieder freigelassen, da die gegen sie gesammelten Beweise nicht ausreichten. Die Ermittlungen wurden in den folgenden Monaten fortgesetzt. Die Polizei musste alle möglichen Beweise sammeln, die Johns Beteiligung am Tod von Esmeralda belegen würden. Bei einer erneuten Durchsuchung von Johns Haus wurde eine Schachtel gefunden, in der sich Tabletten zur Verhütung einer Schwangerschaft befanden. Der Wirkstoff dieser Tabletten, Levonorgestrel, wurde bei der toxikologischen Untersuchung in Esmeraldas Körper gefunden. Aus dem Haus wurden außerdem ein buntes Handtuch, eine braune Damenhose und eine dunkelblaue Bluse sowie eine weiße Serviette, Stücke von blauen Plastiktüten und einige weitere Gegenstände beschlagnahmt. Alle Gegenstände wurden zur forensischen Untersuchung geschickt. Die anschließende Analyse ergab, dass die gefundenen Damenbekleidungsstücke Esmeralda gehörten. Am 24. November 2023 ordnete Richterin Alexandra Reis-Castidido an, ein Gerichtsverfahren gegen John als einzigen Angeklagten im Fall des Todes von Esmeralda durchzuführen. Die Richterin hob die Anklage gegen John wegen illegalen Waffenbesitzes und Anwendung körperlicher Gewalt auf. Der Mann musste sich nur wegen Mordes und sexueller Gewalt gegen Esmeralda vor Gericht verantworten. Die Entscheidung über das Strafmaß für John wurde einem Richter des Kollegialgerichts des District of Columbia übertragen. Was Rubiel betrifft, so hob die Richterin alle Anklagen gegen ihn auf, da sie der Ansicht war, dass es nicht genügend Beweise gegen ihn gab. In diesem Zusammenhang kündigten die Staatsanwaltschaft und der Anwalt der Familie Esmeralda an, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen. Unterdessen erklärte die Anwältin Joanna Rodriguez, die für die Verteidigung von Rubiel und John zuständig war, dass mit der Entscheidung des Gerichts ein Urteil in der Strafsache gefällt und eine Entscheidung über die Ablehnung der Einleitung eines Strafverfahrens erlassen worden sei, wodurch Rubiel vollständig aus diesem Fall ausgeschlossen worden sei. Was John Kelly betrifft, so räumte die Anwältin ein, dass es Gründe für ein Gerichtsverfahren gebe. Sie erklärte jedoch auch, dass sie beweisen werde, dass John nicht am Tod von Esmeralda beteiligt war. Der Beginn des Gerichtsverfahrens war für den 9. Januar 2024 angesetzt. Die Verhandlung wurde jedoch verschoben, da nur die Hälfte der geladenen Zeugen anwesend war. So begann die Verhandlung erst am 15. Januar, wobei die Presse von der Teilnahme ausgeschlossen war. Die Verhandlung begann mit der Verlesung der Anklageschrift, woraufhin die Zeugen ihre Aussagen machten. Als erste traten Esmeraldas Eltern auf. Sie erzählten, wie sehr sie ihre Tochter geliebt hatten und wie schwer dieser Verlust für sie war. Esmeraldas Vater wandte sich an John und sagte, dass er seinen Beruf als Lehrer entehrt habe, da es die Pflicht von Lehrern sei, Kinder zu unterrichten und zu beschützen. Nach der herzzerreißenden Rede von Esmeraldas Verwandten ergriff der Angeklagte das Wort. In seiner Rede versuchte John, sich als Opfer darzustellen. Er gab zu, dass er zur Tatzeit Sex mit ihr gehabt hatte, versuchte aber, die Anwesenden davon zu überzeugen, dass alles einvernehmlich geschehen sei. Er merkte auch an, dass Esmeralda, als er sie nach Hause gebracht habe, noch am Leben und wohlauf gewesen sei. Die Anklage war jedoch überzeugt, dass das Mädchen gerade aufgrund der gewaltsamen sexuellen Beziehung gestorben war. John fügte dem Mädchen tödliche Verletzungen zu, die bekanntermaßen zu einem starken Blutverlust führten. Um dies zu beweisen, legte die Anklage 40 Beweise vor, darunter Zeugenaussagen und Berichte über die Untersuchungen an Esmeraldas Leiche. Im Laufe der Verhandlung sagten auch Pathologen und Gerichtsmediziner für die Anklage aus und zeigten den Anwesenden sämtliches Audio- und Videomaterial, das sie während ihrer Arbeit gesammelt hatten. Darunter Fotos und Videos, auf denen Esmeralda neben John zu sehen war. Nach der Vorlage aller Beweise beantragten die Anklage und der Anwalt der Familie von Esmeralda für John eine Freiheitsstrafe von 30 Jahren. Darüber hinaus versuchten sie, eine zusätzliche Anklage gegen den Mann zu erreichen, indem sie behaupteten, er sei auch der Folter einer Minderjährigen schuldig. Dies war jedoch zuvor bereits vom Untersuchungsrichter ausgeschlossen worden. Schließlich befand das Gericht am 14. März 2024 den 36-jährigen John Kelly Martinez für schuldig und verurteilte ihn zu 20 Jahren Haft. Außerdem verurteilte das Gericht John zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 2 Millionen dominikanischen Pesos, umgerechnet etwa 30.300 US-Dollar. John wird seine Strafe im Gefängnis von An Umay verbüßen. Nach der Urteilsverkündung entschuldigte sich John bei den Eltern des Mädchens und der Öffentlichkeit für das,
was er Esmeralda angetan hatte. Auch wenn keine Strafe den Eltern von Esmeralda ihre Tochter zurückbringen kann, hat das Urteil gegen John ihren Schmerz ein wenig gelindert. Die Angehörigen des Mädchens dankten allen, die an den Ermittlungen und dem Gerichtsverfahren beteiligt waren, und erklärten, dass sie mit dem Urteil zufrieden seien. Natürlich empfanden sie bei der Urteilsverkündung keine Freude. Sie hatten gemischte Gefühle, verspürten starken Schmerz, weinten und schrien. Die Angehörigen des Mädchens sagten, dass sie immer in Erinnerung behalten würden. Isabel, Esmeraldas Mutter, erzählte, dass ihre Tochter zwar 17 Jahre alt war, aber im Herzen ein 12-jähriges Kind blieb. Sie war lebensfroh und fröhlich, und Isabel versuchte sogar mehrmals, sie nach ihrem Tod anzurufen, weil sie sich einfach nicht mit diesem Verlust abfinden konnte. Der Vater des Mädchens erzählte seinerseits, dass er Esmeralda früher jeden Morgen geweckt habe. Aber jetzt werde er das nie wieder tun können. Isabel und Elio beteten auch zu Gott, dass er ihnen die Kraft geben möge, weiterzumachen, betonten jedoch, dass sie John nicht vergeben könnten. Die Geschichte von Esmeralda schockierte viele. Ihr Leben endete in der Nacht zum 13. Februar. Ein solcher Vorfall sollte für Bildungseinrichtungen eine Lehre sein, dass sorgfältig darauf zu achten ist, dass die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern neutral bleiben und keine Grenzen überschreiten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.